Wenn man in Deutschland im Internet nach Schlammrennen sucht, dann bekommt man eher das hier angezeigt. Wenn man das gleiche in Paraguay sucht, dann hat man ein ganz anderes Ergebnis. Hier fahren sie sogar mit ihren eigenen Autos durch den Schlamm. Das sind die verrücktesten Fahrer Paraguays. So, Tag ihr Lieben. Tag. Schön, dass ihr wieder da seid. Also heute gibt's ein absolutes Special. Ich muss erst mal Lenkrad hier festhalten. Ich bin so begeistert. Also ihr wisst ja, dass also vor allem ich, Alessandra ja nicht so doll, aber ich bin ja total motorbegeistert. Ich liebe den Selbstzünder, ich liebe Diesel. Keine Angst, wir schrauben heute nicht am Auto. Es gibt heute einfach ein absolutes Special. Wir fahren da heute hin. Wir sind sozusagen Exklusivreporter. Naja, wir begleiten den, gut, das kann ich jetzt alles gar nicht sagen. Wenn ich das jetzt sage, dann wissen die Leute ja schon Bescheid. Also, wir fahren jetzt zu einem absoluten Special-Ort und schauen uns mal an, wie weit die da gekommen sind. Weil morgen ist da ein richtig fettes Event und das hat mit dicken Motoren zu tun. Guten Morgen. Oh, du bist so klein. Schwein. Ahí también un cerdo, hey. So, wir sind da und jetzt wird es auch gleich abenteuerlich. Also wir haben das Auto jetzt im Schatten geparkt, dachten wir bleiben hier. Aber die Leute, die hier arbeiten, haben gesagt, nee, fahrt mal rum, ihr könnt hier einfach rauffahren mit dem Auto. Und ja, jetzt fahren wir da rauf, da wo wir sind. Und das Lustigste ist, also ich würde hier normal nie reinfahren, weil es ist eine Wiese, sieht ziemlich tief aus und da bleibst du echt stecken. Aber heute ist es einfach egal. Wenn wir hier stecken bleiben, ziehen die uns raus. So, jetzt gucken wir uns das mal an hier. Oh, va a probar el soquito. War weich, aber El campo es todo tuyo, baby, vai. wir sind schon auf dem Rallye-Circuito. Macht Spaß. Also hier findet morgen eine Rallye statt. Hier ist morgen ein Lauf einer paraguayischen Rallye. Das ist eine ganz besondere Rallye und der Initiator dieses Rennens hier, der fährt auch noch ein ganz besonderes Auto. Und das passt eben einfach so zu uns. Ich bin so gespannt, was die hier morgen machen, weil die Löcher, die gebuddelt haben, das ist eigentlich für Bundeswehrpanzer. Das ist so richtig für Rallye, für Autos kann man sich das gar nicht vorstellen. Da musst du wirklich mit einem Ding durchheizen, was A, Schnorchel hat und B, also da brauchst du schon fast ein Kettenfahrzeug. Echt cool. Für die Paraguayer sind diese Rennen etwas ganz Besonderes. Sie kommen mit ihren Familien aus dem ganzen Land angereist. Einige sind heute schon da und bauen ihre Zelte auf. Circuito. Wow. Das sind die Löcher, von denen ich gesprochen habe. Und die sind so steil und so tief, also ich kann mir kaum, also bisher habe ich das nur beim Militär gesehen. Ich bin echt mal gespannt, mit was für Fahrzeugen die da durchknallen morgen. Das ist richtig krass. Mit Motorrad heute. Totalmente gratuito. Money. Por favor, no tiene que ir usted. Por favor, vamos a silenciar un poquito. So, heute nächster Tag und es ist jetzt schon richtig voll. Wir haben 10 Uhr morgens und es geht erst um 11 Uhr los. Ich habe gehört, es sind 15 Autos, die jeweils 2 Durchläufe machen und dann kommt vielleicht noch ein 3. Durchlauf für die schnellsten. Ihr habt es ja vielleicht schon gesehen, die Klasse hier ist was ganz Besonderes. Das ist eher
das kann man schon fast, also das sind ja keine normalen Rallye-Fahrzeuge, das sind ja schon fast Schaufelbagger mit ihren Rädern und die sind unglaublich. Also sind Dieselfahrzeuge dabei, das ist das, was ich meinte. Die fahren eben nicht nur mit Superbenzin, so wie bei anderen Rennautos, sondern auch Dieselautos, weil die brauchen halt untertourig so viel Druck, um durch diesen Parcours hier durchzukommen. Und dieser Parcours, ihr habt es ja gestern schon gesehen, der hat es wirklich in sich. Es gibt Wasserlöcher, die über 1 Meter tief sind. Es ist matschig, es geht durch den Wald, es ist wirklich anstrengend zu fahren. Ja, und diese Autos sind alles Selbstbauten, das sind alles Marke Eigenbau, meistens aus relativ alten Autos. Das wird also ein richtig interessanter Tag heute, da haben wir richtig viel Bock drauf. So, und jetzt geht's los. Para comenzar la verdadera competencia del 4x4, Circuito Panda Colonia Independencia. Por favor, reunión de pilotos en estos momentos para finiquitar los más mínimos detalles para que esto pueda arrancar en preciso momento ya. An jedem Wasserloch steht ein Traktor. Immer wenn ein Fahrzeug stecken bleibt, steigt der Beifahrer aus und muss das Abschleppseil befestigen, also irgendwo vorne am Auto. Und der Traktor zieht dann das Fahrzeug irgendwie raus. Ja, das klappt aber nicht immer, weil das Seil eben enormen Kräften ausgesetzt ist und dann eben entweder abreißt oder die Halterung abreißt oder wie auch immer. Und so dauert es manchmal relativ lange, bis die Fahrzeuge befreit sind. Zum Glück zählt die Zeit nicht mit. Die Zeit läuft erst weiter, wenn das Fahrzeug wieder auf der Strecke ist. Allerdings muss man bedenken, dass man für jedes Steckenbleiben natürlich eine Strafminute bekommt. Und deswegen ist natürlich jeder darauf bedacht, nicht stecken zu bleiben. Also das Ziel ist, da durchzukommen. Und deshalb versucht jeder Fahrer vor diesem Wasserloch so viel Geschwindigkeit aufzunehmen, damit er halt irgendwie durch das Wasserloch durchkommt. Und dann knallen die eben mit Vollspeed in das Wasserloch rein. Und manchmal sieht es fast so aus, als ob die schwimmen und gleiten halt bis zum anderen Ende durch. Ay, 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 no arranca. Ay, ay.
210. Hier kann man wirklich alles sehen. Einige Autos gehen schon nach ein paar Metern kaputt und andere brauchen nach jeder Runde erstmal einen Mechaniker. Dann wird direkt hier repariert und es geht weiter. So ein Rennen wäre in Deutschland undenkbar. Die Familien sitzen direkt neben der Rennstrecke und grillen. Vor allem die Schlammlöcher sind sehr beliebt. Wenn hier einer die Kontrolle verliert, kann es sehr schnell gefährlich werden. Bei den Fahrzeugen hier fühlen wir uns oft an den Film Mad Max Non erinnert. se reconoce más tu coche. Viele Autos sind selbst gebaut und speziell für diese Art Rennen entwickelt. Viele Regeln gibt es dabei nicht. Jeder kann probieren, was am besten klappt. Es fällt auf, dass viele Diesel fahren. Ah, ok, vale, entiendo. Porque más frío el aire, más aire que entra. Más bueno rendimiento. Entendido. Die füllen gerade Eis ein, das ist so verrückt. Also jedes Auto hat hier seine eigene Abstimmung. Es ist jetzt nicht so, dass hier ganz normale Autos fahren, die man von der Stange kriegt oder wo man sagt, okay, das funktioniert halt, wie wir das kennen, sondern hier wird jetzt einfach Eis eingefüllt, damit der Intercooler vom Turbo eine höhere Luftmenge in den Motor pressen kann und die für diese kurze Rennrunde halt genug Druck haben. Absolut coole Technik und die sind auch wohl, ihr seid mit die schnellsten. Also, vosotros sois lo más rápidos en esta ronda. No, estamos segundos. El segundo son, okay, pero sind die zweiten jetzt gerade, aber die sind richtig cool. Está aceleración sola atrás, ne? Sí, falta una vuelta. Ja, Volker, total cool, dass du die Zeit genommen hast, mich als, wie sagt man, Selbstzünder, Freund hier nochmal einzuladen und vor allem zu diesem super verrückten Rennen. Ich habe sowas noch nie gesehen. Hast du das zum ersten Mal jetzt gemacht, so ein 4x4-Rennen hier in Independencia? Und was macht dieses Rennen so besonders? Hallo Björn. So, ja, das Rennen haben wir, so wie es jetzt veranstaltet worden ist, das erste Mal gemacht. Mhm. Wir haben schon letztes Jahr haben wir schon eine kleine Einweihung gehabt. Mhm. Und dann haben wir ein Rennen gehabt, da waren 5, 6 Eingeladene, da wo wir ein bisschen probiert haben und ein bisschen, alles mal, dass die Leute hier das auch kennenlernen und so. Okay. Und jetzt dieses Mal, das war also das schon auf nationaler Ebene gewesen. Da waren Autos von Asunción, von Encarnación, von Ciudad del Este, die waren überall da gewesen. Also da war schon was los. Und das Rennen so in der Art, das eigentlich das erste Mal, ja. Okay, alles klar. Ja. Hat dieses Rennen einen bestimmten Namen? Ist es eine bestimmte Rennstrecke? Also so eine bestimmte Rennserie? Also gibt es dafür einen Namen hier in Paraguay? Ja, es gibt 2 große Rennen eigentlich die wir das veranstalten. Mhm. Die eine ist das auf nationaler Ebene, wo ich eigentlich lange Jahre mitgefahren bin. Mhm. Und dieses Rennen war jetzt eigentlich ein regionales Rennen. Das ist eigentlich von der Gruppe aus Ciudad del Este gewesen. Ah, okay. Und das hat jetzt hier nur stattgefunden? Das hat oder? nur hier stattgefunden, ja. Die tun halt immer wieder mal, die haben 7, 8 Rennen im Jahr. Und dann nehmen sie immer wieder mal 1, 2 Rennen auswärts aus Ciudad del Este. Und dadurch, dass wir das erste Mal, also die Piste neu ist, haben wir es jetzt dann von Ciudad del Este nach Colonia Independencia gebracht. Ich meine, ich habe es ja schon vorher an dem Tag gesehen. Ihr habt die Piste ja erst hergerichtet. Habt ihr die so richtig erst gebaut? Oder war das schon vorher auch schon mal eine Piste, die du auch genutzt hast? Nein, die ist neu. Die haben wir so entworfen jetzt da eigentlich. Und so in diesem Stil, muss ich sagen, gibt es wenige Pisten. So mit dem Wald durch die Bäche, also Natur, sozusagen die Natur mit inbegriffen. Also die engen Gänge durch den Wald und die Bäche. Das ist krass. Das ist schon, so viel Pisten gibt es nicht in dieser Art hier. Ich habe es auch noch nie gesehen, dass es wirklich durch den Wald durchgeht. Wir hatten ja zeitweilig Augenblicke, wo mein Auto wirklich gegen den Baum geknallt ist. Also das war total verrückt. Also sowas habe ich wirklich noch nicht gesehen. Nee, schöne Piste ist das. Und habt ihr vor, das jetzt öfter hier in Independencia zu machen? Oder war das eine einmalige Sache? No, wir haben das schon vor, öfters zu machen. Wir haben ja auch so einen Club gegründet eigentlich jetzt da.
Da sind wir ungefähr 30 Leute, wo in dem Club drinnen sind. Panda Racing Team? Panda Racing Team ist mein eigenes Team, gell? Und das heißt jetzt, also die Piste heißt auch Circuito Panda Extreme. Also das ist halt der Name von der Piste. Und wir haben jetzt eigentlich schon viel Nachfragen, wieder mehrere Nachfragen, ob's also vom Publikum aus hier und auch Leute, die wo gefahren sind, denen hat die Piste sehr gut gefallen und die wollten eigentlich wieder auf dieser Piste mal fahren. Du warst ja auch mehrfach Rallye-Meister mit deinem Auto in dieser Klasse. Und was würdest du sagen, was dich so erfolgreich gemacht hat? Ja, also 2014 bin ich das erste Mal mit diesem Auto bei einem 4x4-Rennen gestartet. Vorher sind wir jahrelang schon gefahren, aber Autocross und auch Subaru und so, aber mehr Piste. Ja. Und also das Offroad-Rennen haben wir 2014 das erste Mal gemacht mit dem Auto, so eigentlich. Und es hat von Anfang an, vom ersten Rennen an hat es geklappt. Wir sind am ersten Rennen, wo wir teilgenommen haben, sind wir schon Meister, also Generalmeister von dem Tag geworden. Das waren 5 Läufe gewesen und wir haben alle 5 Läufe gewonnen. Okay. Und da war das Publikum schon recht erstaunt, muss ich sagen, ja. Und was macht dein Auto, ich sag jetzt mal da kommen wir später noch zu, aber was hat dein Auto so erfolgreich gemacht? Was ist da so besonders dran? Die meisten fahren ja mit Benzinmotoren. Und natürlich bei dem vielen Wasser und so ist der Benziner natürlich viel anfälliger als ein Diesel, gell? Und ich hatte einen großen Dieselmotor, einen 6-Zylinder 4,2 Liter Turbo-Intercooler. Den haben wir eingebaut und der hat gleich 4,2 Liter. Der hat von vornherein gleich richtig hingehauen. Ja, der hat durchgezogen, ja. Ja, das ist der Punkt. Ich meine, die sind halt untertourig auch viel kräftiger. Und ich habe es ja gesehen, es gab ja so viele Situationen, wo das Auto einfach stecken geblieben ist und dann eben am Hang anfahren musste. Da ist ja so ein Diesel gar nicht so blöd, ja? Na, der Diesel ist, muss ich sagen, also die Diesel, wo ein bisschen Power haben, die ein bisschen moderneren Diesel, die sind schon dafür geeignet eigentlich, muss ich schon sagen. Hat auch viele Vorteile andere gegenüber. Absolut. Man hört auch durchgehend den Turboarbeiten gehört. Die hört sich ja fast an wie unserer. Naja, wirklich ein cooles Rennen. Das hat echt Spaß gemacht. Ja, Volker, du hast ja gerade auch dein Auto verkauft. Deswegen konnten wir dich ja leider gar nicht in Aktion sehen. Was hat dich zu dem Schritt bewogen und was sind deine neuen Projekte? Ja, ich habe viel überlegt, ob ich es verkaufen soll oder nicht. Aber ich bin einfach zu dem Punkt gekommen, dass ich mit dem Auto am Ende bin. Also aus dem Auto kann ich eigentlich persönlich nichts mehr rausholen. Das ist zu schwer und es hat halt noch ein paar Nachteile, weil es einfach bloß ein normaler Pickup ist, der wo umgebaut worden ist, gell? Und heutzutage sind halt viele schon einen Schritt weiter und da wird halt das Auto dann von neu aufgebaut. Also es ist kein Chassis mehr, kein Rahmen mehr, sondern es ist alles nur noch Rohre und da hat man viel mehr Federweg und man ist leichter. Man hat viele Vorteile einfach, ja. Und das ist halt das neue Projekt, wo ich jetzt anziele sozusagen, ja. Okay, alles klar. Na, ich bin gespannt drauf. Und ich meine, ihr seht's ja, die Karren sind martialisch. Das ist halt eben irgendwie wie Mad Max. Und da bin ich gespannt drauf, was bei dir als nächstes rauskommt. Da wollen wir sicherlich alle was von sehen, ja. Ja, es wird auch, ich denke mir mal, dass den Prozess eigentlich festhalten werde, filmen und Fotos machen will, das will ich eigentlich so machen. Und da kann man dann schon ein bisschen was miterleben von Anfang an, ja. Genau, da sagst du mal Bescheid, weil ich denke, unsere Leute sind auch interessiert daran zu sehen, was da als nächstes kommt. Ja. Das stimmt, ja. Doch, auf alle Fälle halte ich dich da auf dem Laufenden, ja. Ja, solche Rennen sind ja hier in Paraguay relativ bekannt oder gibt es ja relativ viel 4x4. In Europa gar nicht. Woran liegt das? Was glaubst du? Ja, es gibt wirklich fast jedes Wochenende so ein Rennen in ganz Paraguay. Man kann es immer irgendwo finden, wenn man Interesse hat. Und es ist einfach so, es ist halt, der normale Rallye-Sport, der ist halt recht teuer. Und diese Art von Rennen kann sich jeder leisten, eigentlich nicht jeder leisten, aber viele leisten. Und die meisten sind Mechaniker oder Ersatzteilverkäufer oder die haben dann viel mehr Zugang zu Teilen oder haben das Wissen. Die meisten machen es ja selber. Ja. Es ist ja nicht so, dass jetzt immer jemand hingeht und das Auto kauft oder so. Das gibt es ja fast gar nicht. Ganz selten mal, dass einer sein Auto verkauft. Klar nicht.
Selten sind sie so blöd zum Verkaufen. Ja, genau. Aber es ist halt einfach, das ist halt, wo ich sagen würde, dass es so viel gibt. Und das Publikum springt halt drauf an, die fährt voll ab da. Das ist halt, sie stehen an der ganzen Piste entlang, an jedem Wasserloch ist voll Leute. Und das ist auch das Adrenalin für den Fahrer und Beifahrer, dass wenn die in das Wasserloch reinfahren und der Vorige ist stecken geblieben und du fährst durch, das ist einfach das Gekröle und Gejohle von dem ganzen Publikum, das kriegst du ja mit im Auto und das feuert dich natürlich genauso an. Das ist ja fast ohne Regeln eigentlich im Grunde genommen das Ganze. Ja. Ich habe es gesehen, ja. Ja. Wenn ich die Rennen gucke, dann habe ich so fast den Eindruck, dass es wie Mad Max ist. Also, ich meine, so sieht es ja auch aus. Glaubst du, dass genau dieses Mad Max-artige, dieses Verrückte, das ist, was das paraguayische Publikum am meisten reizt? Ich glaube ja, das Extreme und das Verrückte und 90% von dem Publikum würde das gerne selber machen, aber es geht halt nicht, gell? Und dann fühlen die sich halt da voll mit dabei, gell? Und du musst auch überlegen, wenn das Rennen fertig ist, dann fahren 20, 30 Leute fahren dann in das Rennen rein, in die Piste rein und die probieren dann ihre Autos und die haben keine Chance eigentlich, gell? Aber das wird gemacht und da meistens auch noch mit Bier. Das machen die mit ihr, nochmal zum Verständnis. Das heißt, du sagst mir gerade, die fahren dann mit ihren normalen Hilux-Fahrzeugen, die einen Teppich drin haben und so einen Kram, fahren die denn in die Wasserlöcher rein? Ja, schön, ich liebe es. Und die bleiben dann da stecken und dann werden die rausgezogen und dann das geht bis abends, bis dunkel ist. Das ist Hammer. Also, da ist schon was los immer, du. Unglaublich. Also ich würde mit unserem Bus nie da reinfahren. Ist natürlich völlig klar, dass man mit so einem Auto wie wir das auch nicht machen kann. Ja, mit den anderen könnte man es auch nicht machen, aber die machen es trotzdem. Du meinst, du brauchst also dann nicht mehr Diesel im Tank, sondern mehr Alkohol im Kopf. Genau. Wie wichtig sind die Teams hinter so einem Rennen? Also sprich Bergungsteams, Mechaniker, die ganzen Helfer. Wie wichtig ist es, dass sowas überhaupt stattfinden kann? Als Fahrer zum Beispiel brauchst du eigentlich ein gut eingespieltes Team. Erstmal, dass das Auto... Natürlich, wenn ich jetzt sagen will, weil ich jetzt lustig bin, will ich da mal mitfahren und so, das ist eine Sache. Aber so wie wir es haben es jahrelang gemacht und wir haben es eigentlich, muss ich sagen, professionell gemacht. Wir sind auf jedes Rennen gefahren, wir haben unsere Punkte zusammengeschrieben und dass wir dann am Ende auch Meister geworden sind. Das hat auch in den Jahren 4-mal geklappt. Wir sind 4-mal Meister geworden und 5-mal Vizemeister. Also das ist dann schon, und das kann man nicht alleine, das kann man nur mit einem guten Team. Ja. Und natürlich auch Leute außerhalb, die wo dann teilweise Sponsoren mal ein paar Ersatzteile geben oder mal das geben. Das spielt eine große Rolle einfach, ja. Das denke ich mir. Wie gehst du mit dem Thema Sicherheit um? Ich meine, es ist ja auch zeitweilig gefährlich. Ich habe Situationen gesehen, wo jetzt meinetwegen das Abschleppseil wegreißt. Es gibt schon relativ viel. Wie gehst du damit um, auch mit der Gefahr? Ja, gut. Die Gefahr ist natürlich bei jedem Rennsport besteht immer Gefahr. Das wollen wir ja nicht wegdrücken oder drängen. Aber es ist eigentlich relativ nicht hoch, die Gefahr, weil wir nicht sehr schnell fahren. Es gibt Pisten, wo schneller sind oder wo langsamer sind. Unsere Piste ist teilweise schnell, weil es mir persönlich Spaß gibt, auch schnell fahren. Aber normalerweise fährt man 60, 70 Stundenkilometer maximal und das ist dann schon eigentlich viel für so ein Rennen. Und dann hat man nicht diese Gefahr. Die Gefahr ist eigentlich bei der Benziner, dass mal was anfängt zu brennen. Oder dass man mal, egal Diesel oder Benziner, mal in ein Wasserloch umwirft oder umkippt und verkehrt rum im Wasser drin liegt. Und dass man dann nicht schnell genug aus dem Auto rauskommt. Das ist die Gefahr. Aber wir haben eigentlich an jedem Wasserloch haben wir Traktoren da gehabt. Wir haben diesmal 7 Traktoren da gehabt. Und das ganze Publikum ist ja da. Also das ist ja, wie soll ich sagen, die springen ja dann auch sofort da rein. Und also da ist eigentlich schon... die Gefahr oder so, das wird schon recht zusammengeschränkt, ja. Okay, alles klar. Was ist das verrückteste Rennen, an was du dich erinnerst, also aus deiner bisherigen Karriere? Ja, im Laufe der Jahre haben wir schon einige verrückte Dinger gemacht, gell? Kann mich jetzt da so an ein spezielles jetzt nicht erinnern, aber es war einmal im Chaco gewesen, ein Rennen gewesen. Das war mehr eine Vorführung gewesen auf einer Expo in Neuland. Und da sind wir eingeladen worden, da sind wir, glaube ich,
10 oder 12 sind wir dort eingeladen gewesen. Die haben uns dann auch alles bezahlt. Alles ganz gut und locker auch. Und da war ein Wasserloch gewesen, da sind wir einfach nicht durchgekommen. Und da hatten man vielleicht 50 Meter Anlauf gehabt, durch das Wasserloch durchzufahren oder versuchen durchzukommen. Und wir haben es alle nicht geschafft, keiner ist es geschafft. Und dann bin ich einfach einmal, bei der letzten Runde bin ich einfach mal 200 Meter zurückgefahren und habe dann Anlauf genommen und bin im 4. Gang Vollgas, ich schätze mal, dass wir schon 100, 120 haben wir dann schon drauf gehabt. Und bin ich dann, oder mit dem Co-Pilot, der Co-Pilot war aus dem Chaco, das war das erste Mal für ihn. Und wir sind dann 1 Meter vorm Wasser, wo es endet so war, sind wir dann stecken geblieben, sind wir wieder nicht durchgekommen. Nein, aber dann ist die Piste auch zu hart konzipiert, könnte man ja fast sagen. Ja, das war einfach so, weil das einfach keinen Grund hatte. Das war alles Sand und Schlamm und die Reifen, sind gar nicht zur Geltung, haben ihre Kraft gar nicht zur Dings gebracht. Also das war einfach, war zu schlammig und zu wasserig einfach. Manchmal ist es halt einfach zu viel. Ja. Was würdest du jemandem raten, der jetzt in diese Rennserie einsteigen möchte oder generell 4x4 fahren möchte? Was für ein Fahrzeug, was muss der machen als erstes? Ja, erst einmal muss er Lust haben und muss Zeit haben, in der Werkstatt rumzuhängen und dann am Wochenende auf dem Rennen gehen, früh aufstehen und abends spät heimkommen. Und natürlich muss er auch ein bisschen Geld haben, Ja, das ist der Punkt. Kommt dazu. Aber es ist einfach so, er muss Lust haben und er muss ein bisschen was verstehen von dem Ganzen. Er muss Interesse haben. Wenn er es nicht versteht, dann muss er anfangen zu lernen, am Auto Sachen zu richten einfach. Oder er muss wissen, wie sein Auto funktioniert. Ja, klar. Weil sonst kann er es einfach nicht durchziehen. Und er muss Durchhaltevermögen haben. Das Weil ist es der kann schon sein, dass er mal ein Jahr fährt und kein Rennen gewinnt oder nicht mal fertig wird. Und dann muss er schon durchhalten. Aber es ist ein Sport, wo ich einfach sage, wo auch Disziplin braucht, wo du musst morgens, wenn du anfängst oder auch bis zum letzten Rennen, du musst klar im Kopf sein, deine Familie muss hinter dir stehen, du musst sehen, Ja, dass du nicht alleine da bist. Gell? Klar. Und es gibt sehr viele Bekanntschaften. Durch das Rennen habe ich in ganz Paraguay Bekannte. Egal, ob ich jetzt in Sualeste oder in Encarnación in der Asunción bin, wenn ich da ein Problem im Auto haben sollte, ich schreibe das in eine Gruppe, ruckzuck ist da jemand da, wo mir da helfen könnte oder mir weiterhilft. Gell? Das macht schon viel aus. Jetzt hast du ja auch fast die Erklärung geliefert, warum es in Deutschland nicht mehr möglich ist, so ein Rennen. Also das ist ja hier wie eben auch eine Geschichte, wo man sich immer schon sehr, sehr geholfen hat. War das jetzt das letzte Rennen dieser Serie oder findet da noch mehr statt dieses Jahr? No, das war das dritte Rennen erst von dieser Serie, von dieser Meisterschaft. Und es gibt jetzt dann noch dieses Jahr, glaube ich, 4 Stück müssen es noch geben für diese Serie. Ja. Alles klar, dann machen wir unten unterhalb von unserem Video eine Verlinkung, dass man irgendwie zu dir kommt oder meinetwegen, gibt es eine Webseite dazu? Oder Ja, gibt es ja auch, kann ich dir den Link dann geben. Genau, dann machen wir die Webseite unten rein, wen das interessiert, der kann die Rennen dann sozusagen dort verfolgen. Wunderbar, cool, danke dir. Danke auch an euch beide. So, jetzt warte ich nur noch auf Alessandra, dann geht's ab. Das war auf jeden Fall ein richtig cooler Tag hier beim Schlammrennen. Das hat total viel Spaß gemacht. Und wenn du auch Bock hast, oder wenn du Bock hast auf mehr verrückte Geschichten aus Südamerika, dann folge unserer Reise. Unser nächstes Ziel ist der Amazonas. So, auf geht's.